Unsere Brüder hier in Schoppen und Valbert haben mich gebeten, heute Abend zu einem Thema zu sprechen, das für mich ein ganz neues war. Ein Herz und eine Seele, ein Zitat aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, mit der Frage verbunden, wie ist eine Atmosphäre der Liebe in der Versammlung zu erreichen? Ich habe eine Freundin unserer Familie, eine liebe Schwester in Gemeinschaft in der christlichen Versammlung im Vereinshaus Gnigel, so heißt unsere Versammlung, in Salzburg. Ich sagte, ich sollte reden über das Thema, ein Herz und eine Seele. Sie sagte mir, Fred, kennst du eine solche Gemeinde überhaupt? Ich sagte, Grete, weißt du, ich glaube, dass die Leute oben glauben, dass wir so sind. Und wir sehen unsere Mängel und heute wollen wir nicht tun, als ob wir irgendetwas erreicht haben. Lesen wir Apostelgeschichte Kapitel 2. Und Vers 42 oder 41. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und wurden an jenem Tag hinzugetan bei 3000 Seelen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 4 Tätigkeiten beschreiben das Gemeindeleben von den Neubekehrten zu Jerusalem. Eine Gemeinde durchdrungen vom Heiligen Geist, eine Gemeinde erfüllt mit dem Heiligen Geist, eine Gemeinde in den frischen ersten Jahren. Vielleicht man stellt die Frage an mich oder hat mir dieses Thema gegeben, weil man beeindruckt ist von dem Leben der Geschwister in Salzburger Land. Ich bin auch sehr beeindruckt von ihrem Leben. Es sind auch sehr viele hingegebene Christen da. Wenn ich zurückdenke, vor 7 Jahren waren wir eine Versammlung und heute sind wir 15. Ich bewundere manchmal den Einsatz von den Brüdern und Schwestern, die ja alle außer 2 von uns sind berufstätig, in einem normalen Beruf, gehen eine normale Arbeit nach. Sie werden bewundert, öfters, weil sie eifrig sind in der Evangelisation, wegen der Frische in der Gemeindezusammenkünfte. Was mich noch mehr begeistert, ist die Hingabe von manchen Leuten. Ich denke an einen Bruder im Westen in einer jungen Versammlung, und sie sind in seinem Ort da in der Gegend, es sind etwa 5 oder 6, vielleicht 7000 Einwohner. Und sie treffen sich zur Bibelstunde dort, aber fahren nach Saufelden in die Versammlung, wo etwa 100 in Gemeinschaft sind. Und die wollen eine neue Gemeinde beginnen, haben etwa 25 Gläubige und haben keinen Platz, sich zu treffen. Es gibt niemanden, der ihnen eine Räumlichkeit mieten würde. Und sie haben ein Haus angeschaut, eine Liegenschaft, die man benutzen könnte als Freizeitzentrum, so etwa wie Shoppen und zugleich als Versammlungsraum. Und das Ganze würde kosten, umgerechnet, fast 1 Million Mark. Und der Bruder sagte, ich bin bereit, muss alles umrechnen jetzt, 800.000 Mark zu geben, wenn die anderen Brüder in der Versammlung auftreiben würden 200.000. Er sagte, ich kann Bargeld geben, 200.000, und ich nehme die 600.000 auf. Und ich kann das schon wegen meinem Betrieb, ich kann das bezahlen. Das heißt, ich muss 10 Jahre lang Brot und Wasser essen. Aber Brot und Wasser essen für 10 Jahre, das ist nichts im Vergleich mit der Freude, ein geeignetes Versammlungshaus zu haben wie unsere Geschwister. Ich habe ihn Gott sei Dank diese Idee ausreden können, aber er war bereit zu unterschreiben. Ich meine, sowas begeistert mich. Und wenn man nach Gründen fragt,
warum so viel Wachstum, warum wir dort in diesem Land die schnellst wachsendste Gemeindebewegung sind, warum wir wachsen sogar auf Kosten der Charismatiker, dass Leute diese Gruppierungen verlassen, um zu uns zu kommen und lassen ihre Grundsätze hinter sich. Dann muss ich wirklich sagen, der Herr tut ein tiefes Werk, das Werk des Heiligen Geistes in dem Leben vieler Gläubige. Es gibt eine vorbildliche Hingabe bei vielen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir erste Generation sind. Wir haben nicht eine lange Geschichte, wir haben nicht sehr viele Traditionen, die sich eingebürgert haben bei uns. Wir haben schon unsere Traditionen und dagegen kämpfen wir sozusagen. Manche schätzen wir schon, manche wollen wir bekämpfen. Aber die Frische der ersten Jahre ist noch bei uns. Aber ich glaube, dass wenn man wenn man redet über das Thema, wie können wir eine Atmosphäre der Liebe in der Versammlung erreichen, reden wir nicht nur über Erstgeneration Gemeinde. Wir reden über etwas, was ein Anliegen ist für Gott, Gottes Anliegen für jede Gemeinde. Ich glaube, dass diese junge Jerusalemer Gemeinde uns eine Hilfe sein kann anhand ihres Vorbildes. Und dann werden wir anderswo in der Heiligen Schrift darüber nachdenken heute Abend, was hindert Liebe, Wärme, eine Atmosphäre der Liebe und Aufnahme in einer Gemeinde. Wie wir gesehen haben, Tausende bekehrten sich, der Heilige Geist war am Werk. Menschen waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Versteht das nicht falsch. Voll sein mit dem Heiligen Geist und nicht voll sein mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht, dass wir mehr Heiligen Geist bekommen. Ich habe Predigten gehört, wo man ein Glas Wasser genommen hat und man sagt, man muss alles von sich ausleeren, auf das Gott mich erfüllen kann mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht das Bild eigentlich, von dem die Bibel redet. Das Vollsein mit dem Heiligen Geist hat mehr zu tun mit der Kraft, die mir animiert. Die kann voller Wut sein oder voll Wein ist. Und Wein würde mich animieren und mein Leben und Lebensweise bestimmen. Das heißt, unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist dass ich mehr von ihm bekomme. Im Gegenteil, es heißt, dass er mehr von mir bekommt. Und hier sind Menschen, die mit einer frischen Erfahrung mit Gott durchdrungen waren von der Realität Gottes und animiert waren vom Heiligen Geist. Und wie wirkte das sich aus in ihren Zusammenkünften? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Wie ist das zu verstehen? Lukas erklärt sich in Vers 43. Was heißt es, Verharren in der Lehre der Apostel? Es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Eine bevollmächtigte Lehre, bestätigt von Gott. Und diese Menschen kamen regelmäßig zu hören, was diese Männer gepredigt haben. Und sie haben das beherzigt. Im Einklang mit der Bibelstelle Johannes Kapitel 8, Vers 31, wer in meinem Wort bleibt, ist wahrhaftig meine Jünger und er wird die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird ihn frei machen. Sie verharrten in der Lehre. Und in der Gemeinschaft, was bedeutet das? Wiederum, Lukas erklärt uns, was das bedeutet, in der Gemeinschaft zu verharren im nächsten Vers. Alle aber, welche glaubten, waren beisammen und hatten alles gemein und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgendein Bedürfnis hatte. Das Werk des Heiligen Geistes sieht man im Leben dieses Pinzgauer Geschäftsmannes. Was man sieht, ist diesen gleichen Geist, wie er waltet in seinem Herzen, bereit, Brot und Wasser zu essen für 10 Jahre, um der Versammlungswillen. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Gemeinschaftssinn. Vielleicht haben wir einen ganz anderen Begriff von Gemeinschaft, als was die Heilige Schrift hat. Menschen hier mit dem Heiligen Geist erfüllt und animiert, waren schon im Klaren, vielleicht unmittelbar, dass sie ein Leib waren.
getauft in den Heiligen Geist, getränkt mit dem Geist, bilden sie eine neue Superpersönlichkeit, den Leib Christi. Und wenn wir ein Leib sind, wenn ich genügend habe und du nicht, ich habe wie in Kapitel 4 Josef oder Barnabas, ich habe vielleicht 3 Äcker und du hast nichts. Ich kann leben von 2 Äcker, ich verkaufe ein. Was mein ist, ist dein. Denn wir sind Mitglieder, Glieder zusammen an einem Leib. Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, das Geistliche nimmt Priorität über das Physische. Tausende waren in Jerusalem. Sie sind gekommen, um Passafest zu feiern, und man blieb öfters bis nach Pfingsten, denn das war eine lange Reise, zu reisen von Alexandrien oder zu reisen von Korinth oder von Rom oder sogar weiter weg. Die Juden aus der Diaspora öfters hatten nur eine Möglichkeit im Leben, die heilige Stadt, die Stadt des großen Königs zu besuchen. Und sie blieben eine Weile. Die Stadt war angeschwollen mit Hunderttausenden von Pilgern. Und dann kam der Heilige Geist. Und etwas Neues ausbrach unter den Juden. Tausende wurden in das Königreich, kamen in das Königreich Gottes. Ja, sie blieben länger, als sie vorhatten. Sie brauchten Nacharbeit. Sie brauchten Befestigung in der Lehre der Apostel. Sie brauchten Befestigung in der Gemeinschaft der Gläubigen. Sollen sie einfach zurück nach Korinth schnell, am Tag nach ihrer Bekehrung? Nein, sie blieben. Und die Notwendigkeit der Nacharbeit war ein Anliegen für die Christen. Ich glaube, das ist unter anderem warum, dass sie Güter verkauft haben und Gütergemeinschaft hatten, weil so viele da waren und es war notwendig für ihre Befestigung im Glauben. Darüber hinaus waren die ganzen Witwen. Eigentlich, Judentum hatte ein System der Vorsorge für Juden, für Witwen, aber die bekannte Habsucht dieses Volkes unter der römischen Herrschaft hat dieses System zunichte gemacht. Eine Witwe war auf sich allein gestellt und auf Gott. Die Christen belebt und animiert von dem Heiligen Geist. Wir sind ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leiden wir alle. Leute, das ist etwas ganz anderes, als wir viele von uns erfahren haben. Ein Bruder, ihm geht schlecht, er verliert seine Arbeitsstelle. So wir sagen, nein, das tut mir sehr leid. Und wir machen eine Sammlung. Weißt du? Ich weiß nicht, wie dick dein Bankkonto ist, aber wahrscheinlich 2000 Mark wären nicht eine wesentliche Lücke drin. So man schreibt einen Scheck für 500 Mark und das ist wunderbar. Aber das ist nicht notwendigerweise das Gleiche als Mitleiden. Alle leiden nicht. Der Gemeinsinn der Versammlung. Und dann lesen wir Vers 42, sie verharrten im Brotbrechen. Was bedeutet das? Er erklärt wiederum, was er sagen wollte. Indem sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Das Brotbrechen war für sie weniger Zeremonie am Anfang, als einfach ein Gedächtnis, wenn sie zusammen waren. Sie haben das Brot gebrochen und sie haben des Herrn gedacht. Etwa wie die Leute, die da am Ende von Lukas Evangelium, sie essen mit dem Herrn und auf einmal, wenn er das Brot bricht, dann denken sie, sie haben ihn erkannt. Jede Möglichkeit, zusammen mit anderen Christen zu Tisch, war sie, am Anfang zumindest, war für sie ein Anlass zu sagen, ja, gedenken wir des Herrn. Tun wir das zu seinem Gedächtnis. Natürlich im Laufe des Neuen Testaments, das Feiern des Brotbrechens nimmt einen offizielleren Charakter an. Aber selbst in Korinth war immer noch eine Agape oder gemeinsame Mahlzeit üblich. Und auch in Judas Brief liest man das Gleiche. Brotbrechen war ein Anlass für Freude, für Frohlocken im Herzen. Einfalt
des Herzens beim Brotbrechen. Wir kommen darauf zurück. Sie verharrten in dem Brotbrechen. Brotbrechen war der höchste Ausdruck der Gemeinschaft und ist heute. Jesus sagte zu der Gemeinde in Laodicea, wo er draußen stand, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wenn ihr die Tür öffnet, bin ich bereit, innigste Gemeinschaft mit euch zu pflegen. Tischgemeinschaft. Weißt du, ihr Brotbrechen, sicherlich Brotbrechen gewann im Laufe des Neuen Testaments offizieller Charakter, aber ich glaube wirklich nicht, dass sie damals Begräbnisstimmung pflegten beim Brotbrechen, wie es mancherorts der Fall ist. Sie waren freudig, sie verlockten, sie waren einmütig zusammen. Das war gewaltig. Jetzt dürfen wir das Brot brechen. Es war für sie nicht ein Auftritt oder ein Drama. Es war einfach, wir sind zusammen und der Herr Jesus ist unter uns. Wir sind versammelt zu seinem Namen hin. Feiern wir das neue Leben. Feiern wir die Erlösung, den Triumph des Gekreuzigten. Brechen wir das Brot. Und dann Vers 42 sagt, sie verharrten in den Gebeten. Lukas hat nicht sehr viel mehr zu sagen. Er sagt nur in Vers 47, sie lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Lukas kündigt in 4 kurzen Begriffen oder zeigt in 4 kurzen Begriffen das Leben der neuen Gemeinde, aber dann führt das aus in den folgenden Versen. Und Gott tat seinen Teil dazu. Der Herr aber tat täglich zu der Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. Ich glaube tatsächlich, dass eine Gemeinde, die so gekennzeichnet ist von Hingabe an die Apostellehre, von echter Gemeinschaft miteinander, vom Brotbrechen mit Freude und Frohlocken des Herzens und von Gebet, das Ringen nach der Kraft Gottes und nach dem Durchbruch. Weißt du, eine solche Gemeinde wird zwangsläufig wachsen. Es gibt keine andere Alternative. Eine solche Gemeinde wird wachsen. In Kapitel 4 lesen wir weiter über diese Gemeinde. Diese Gedankengänge werden für uns fortgesetzt. Vers 31. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wofür sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Und es war keiner dürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äcker oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber einem jeden ausgeteilt, so wie einer irgendein Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas zubenannt wurde, das verdolmetscht heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyper von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es nieder zu den Füßen der Apostel. Ein gewisser Mann, aber mit Namen Ananias, mit Sapphira, seinem Weibe, verkauften ein Gut und schafften von dem Kaufpreis beiseite, wovon das Weib wusste, und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt?
Was ist es, dass du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied, und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die Jünglinge aber standen auf, rafften ihn zusammen und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass sein Weib hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sage mir, ob ihr für so viel das Feld hingegeben habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, welche deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber alsbald zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die Jünglinge hereinkamen, fanden sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welches dies hörten. Ein Herz und eine Seele. Pah, das war Ananias und Sapphira, nicht wahr? Die sind das biblische Beispiel für Harmonie in der Ehe. Sie sind übereingekommen. Sie waren wirklich einig in ihren finanziellen Sachen. Ein Herz und eine Seele. Das Problem war, dass Satan in ihr Herz war. Das Problem ist, dass sie vorgenommen haben, in ihr Herz Gott zu belügen, indem sie geheuchelt haben vor den Geschwistern. Ein Herz und eine Seele. Sie kamen hin mit dem Erlös. Sie sangen das Lied. Alles du und gar nicht ich. Weißt du? Gewaltig. Hingegebene Christen, stell dir vor. Sie haben ihr Acker verkauft und alles dem Herrn geschenkt. Sie waren tot an der Stelle. Entweder kannst du kommen und dein Habe bringen und legen zu den Füßen der Apostel, oder du wirst selber dort fallen. Sie ist gelandet zu den Füßen der Apostel, nicht wahr? Was will Gott uns hier sagen? Will Gott uns dazu zwingen, dass wir Immobilien verkaufen und an die Geschwister das Geld geben? Das ist gar nicht notwendig in eurem Land. So viele Armen gibt es nicht hier. Was will Gott damit sagen? Er will Folgendes sagen: Er schaut nicht auf dein Bankkonto. Er schaut nicht in deinen Hosensack. Er schaut in dein Herz. Und Gott ist nicht so interessiert an das, was wir haben, als das, was wir sehen, obwohl es ist wahr, dass der empfindlichste Nerve in dem menschlichen Körper ist der Nerve zwischen dem Hirn und dem Geldbeutel. Das ist wirklich das Empfindlichste. Aber weißt du, es geht Gott nicht um das, es geht Gott um mein Herz. Warum nicht Schätze sammeln auf Erde? Ist Gott wirklich so dagegen? Was ist der Grund? Ist es Schätze sammeln an sich? Nein. Gott will dein Herz. Und dort, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Dein Schatz entweder in der Reihweisenkasse oder im Himmel. Wo ist dein Schatz? Wir haben hier ein allgemeines Prinzip oder allgemeine Beschreibung der Christen zu Jerusalem. Ein Herz und eine Seele. Die Gemeinschaft des einen Leibes, das Bewusstsein, wir gehören zusammen. Was mein ist, ist dein. Weißt du, das erinnert mich an die göttliche Familie fast. Überlege das mal. Der Sohn sagt, alles, was der Vater hat, das ist mein. Ich glaube, das ist der Ausdruck der tiefste Ausdruck von Gemeinschaft in der ganzen Bibel. Ist das nicht wahr? Gemeinschaft ist mehr als Kaffee trinken und über die letzte Manfred Sebald-Platte reden.
Gemeinschaft ist mehr als Fußballspielen. Gemeinschaft ist teilen, was ich habe und bin. Und mein Gedanken meines Herzens, mein Anliegen, wir sind ein Leib und Glieder voneinander. Barnabas oder Josef, er war eine andere Art von Mensch. Ein guter Mann, sagt Kapitel 11, voll Heiligen Geistes und Glauben. Voll Heiligen Geistes, das führte zur echten Gemeinschaft. Selbst diese opferbereite Gemeinschaft. Ein Herz und eine Seele waren die Geschwister. Der erste Grund, warum man vielerorts nicht eine Atmosphäre der Liebe in der Versammlung vorfindet, was ist der erste Grund? Gott zeigt uns in diesem Text, es ist Heuchelei. Es ist vor den Menschen gut stehen wollen. Der Christ hat bald heraus, dass das Christenleben sehr viel sichtbar ist. Wenn du die Bergpredigt liest, ich hoffe, dass niemand dir gesagt hat, dass das nicht für dich ist. Aber wenn du die Bergpredigt liest, wirst du sehen, dass wenn Jesus redet über wirkliche Religion, dass der Großteil von dem, was er sagt über wirkliche Religion, oder wie er das nennt, Gerechtigkeit, ist eigentlich unter der Wasseroberfläche. Es ist nicht der Bergspitze des Eisbergs, das, was man sieht, da oben, wo die Pinguinen sitzen. Es ist das, was unterhalb ist. Und wir haben schnell heraus, wie wir oberhalb der Wasseroberfläche leben sollen. Und der größte Killer von Gemeinschaft ist Heuchelei. Sich irgendwie präsentieren, wie das griechische Wort lautet, zu reden hinter einer Maske. Die römische und griechische Schauspieler haben Masken gehabt, große Masken. Sie haben sie gehalten vor ihr Gesicht oder angebunden. Und da war ein großes Loch in der Maske. Und sie haben laut geredet von hinter einer Maske. Und das ist Heuchelei. Zu reden hinter einer Maske. Deswegen sagt die Bibel, 1. Petrus Kapitel 2, legt nun ab alle Heuchelei. Und vielleicht bevor wir über die Gemeinschaft Killer reden wir zuerst über was echte Liebe und Gemeinschaft ist, noch mehr. 1. Petrus Kapitel 1. Es hat zu tun mit einem Herzen. Vers 22, da ihr eure Seelen gereinigt habt. Ein Herz und eine Seele. Beginnen wir mit der Seele. Da ihr eure Seelen gereinigt habt. Durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe, so liebet einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Die ihr wiedergeboren seid, nicht aus verweslichem sondern aus Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist. Du hast eine Familie vielleicht, bist zumindest Kind in einer Familie, Kind von deinen Eltern. Du weißt etwas vielleicht von Familienliebe. Ich hoffe, dass du das Vorrecht genossen hast. Menschen entsprungen von einem Leib, Brüder, wie wir sehen hier im Bibeltext, entsprungen von einem Mutterleib. Das ist eine tolle Sache. Ich liebe meine Geschwister.
Ich habe so gerne, wenn ich sehe, dass meine Kinder einander lieben. Wir sind geboren aus dem gleichen Samen. Es ist irgendwie ein Fluch an unserer Familie, aber man kann sogar ein bisschen von meinem Aussehen sehen in meinen Kindern. Weißt du, sie können wirklich nicht dafür. Mein Freund in der Oberschule hat einmal gesagt, Fred, weißt du, wie du ausschaust? Ich sagte, ich bin gespannt, Rocky. Er sagte, du siehst aus wie die Südseite von einer Kuh, die nach Norden geht. Und ein bisschen von dem Fluch tragen sogar meine Kinder. Aber weißt du, es gibt eine schöne Seite. Weißt du, ihre Genen sind nicht nur von mir, sondern auch von meiner Frau. Geboren aus vergänglichem Samen, was heißt das? Dass wir in unserer Liebesbeziehung, entsprungen aus unserer Liebe, sind neue Lebewesen. Weißt du, wir haben ihnen Leben geschenkt, sozusagen. Aber leben nur auf Zeit. Ich habe ein Bild von meiner Familie mit, wenn es jemand interessiert. Die Kinder sind doch nicht so hässlich. Sind eigentlich ziemlich gut geraten. Aber der Herr ist gnädig. Aber man sieht in meinen Kindern gewisse Wesenszüge von mir und meiner Frau. Es ist so lustig, die Leute schauen das Bild an und sie sagen, sie sind alle blond. Ich denke, na, gewaltig. Das ist wirklich der Gipfel der Weisheit, dass man das ist ganz logisch, dass sie alle blond sind mit der Mutter. Sie sind uns nachgeraten. Wir haben etwas von unserer Erbmasse weitergegeben an ihnen, für gut oder für schlecht. Wir haben ihnen Leben gegeben, aber es ist vergängliches Leben. Denk an mein kleine Sarah. Sie ist so ein herziges Ding, 3 Jahre alt. Sie sagt zu einer Freundin von uns, sie ist 34, sie sagte, Joan, bist du verheiratet? Sie sagte nein. Hast du Kinder? Sie sagte nein. Dann das 3-jährige Hirn, weißt du. Joan, kannst heiraten vergessen, aber du sollst schon Kinder haben. Weißt du, und ich sehe ein bisschen von ihr, mein Humor in ihr sogar. Gell? Ich habe ihr Leben geschenkt. Und wenn ich diese Dinge in ihr sehe, weißt du, was ich empfinde? Ich empfinde Liebe. Wenn ich sehe meine Erbanlage und ich sehe die Erbanlage meiner Frau, ich sehe ihr Wesen irgendwie auf einzigartige Weise weitergegeben in diesem Kind. Und dieses Kind, wir haben eine große Kontrollgruppe. Wir haben 7 Stück. Alle verschieden. Sie sind so verschieden. Aber wisst ihr was? Wir lieben sie alle und wir stellen irgendwie Fred und Peggy fest in allem. Aber das Tragische ist, dass in 70 Jahren ist Sarah tot. Die Würmer fressen Sarahs Schönheit. Sarahs Persönlichkeit lebt weiter, wissen wir als Christen. Aber das Fleisch, das Irdische, was ich ihr gegeben habe an meine Frau, ist wie eine Blume. Es ist sehr schön heute. Ich soll ein Tagebuch schreiben, weißt du, all die Aussprüche, die sie machen, diese Kinder. Man möchte es nicht vergessen, aber es wird vergessen. Und die Blume blüht. Und sie verlieren die Zähne. Und sie bekommen neue Zähne. Weißt du, es ist so lustig, das 3-Jährige, der 5-Jährige hat einen Zahn verloren. Gewaltig. Sie wollte ihr Zahn ausreißen, weißt du, sie hat versucht, ihr Zahn. So, ich sagte, nein, der Zahn ist ausgefallen am ersten Tag vom Kindergarten. Ich sagte, wenn du in den Kindergarten gehst, kannst du deinen Zahn ausreißen. Am nächsten Tag steht sie auf, zieht sich an und sagt, ich gehe heute in den Kindergarten. Weißt du, aber bald werden Zähne ausfallen und es wird nicht lustig sein. Bald werden Falten erscheinen, weißt du.
Es könnte sein, wenn sie lang genug lebt, dass ihr Haut eher die von einem Elefanten gleicht, als ein kleines 3-jähriges Mädchen. Der Hans-Peter wird vielleicht sein Haar verlieren. Ich habe nur vergängliches Leben schenken können. Meine Kinder lieben einander. Wir empfinden Liebe für sie. Aber das ist vergängliches Leben. Eine schöne, vergängliche Blume. Heute ist sie dort. Morgen ist sie weg. Aber das Wort Gottes, Geschwister, bleibt ewig. Hast du je überlegt, was das Evangelium Gottes wirklich ist? Wisst ihr, was es ist? Das Evangelium Gottes ist Gottes Same. An dem Evangelium Gottes ist geschrieben Gottes Erbanlage. Was sagt das Evangelium zu dir? Es sagt, du bist schuldig. Und du kannst nicht einfach ohne weiteres einem heiligen Gott nahen. Alle haben das heilige Standard, die Herrlichkeit Gottes, das Sichtbarwerden seiner Eigenschaften. Alle haben das nicht erreicht. Wir haben gesündigt. Gott ist heilig. Das Evangelium zeigt uns, wie sehr Gott uns liebt. Das Evangelium zeigt uns, dass Gott liebt unwürdige Objekte. Das ist Gnade. Und Gott liebt schwache Objekte. Das ist Erbarmen. Und Gott handelt immer in Liebe. Das ist Güte. Und Gott ist wahrhaftig. Und Wahrheit in die Tat umgesetzt ist Gerechtigkeit. Er ist gerecht auf alle seinen Wegen. Und das Evangelium einerseits fordert das von mir, zeigt mir, dass ich nicht so leben kann und zeigt mir eine Lösung in Jesus Christus. Das Evangelium deklariert auf einzigartige Weise alle Eigenschaften Gottes. Und als Gott dich durch diesen Samen geboren hat, hat er hineingelegt, zusammen mit deiner menschlichen Beschaffenheit, alle seine Gene. Ist das nicht wunderbar? Überleg das mal. Geboren durch das Wort Gottes. Mit einer genetischen Botschaft. Geboren durch das Evangelium. Und eine göttliche Familie. Oh, nicht Götter, aber Kinder Gottes. Es ist, als ob unsere Seelen, wie wir hier lesen, gereinigt sind. Gereinigt zu was? Gereinigt zur ungeheuchelten Brüderliebe. Weißt du, was Liebe für mich war vor meiner Bekehrung? Liebe war die Befriedigung von Trieben. Liebe war, ja, weißt du, wie hessische Rundfunkliebe. Baby, I love you. Baby, I need you. Baby, I can't live without you. Das heißt im Klartext, Baby, ich liebe mich. Baby, ich habe Triebe und ich brauche dich dazu. Und Baby, ich kann nicht leben ohne die Befriedigung meiner Triebe. Das war Liebe. Mein Herz war pervers. Ich war unfähig zu lieben. Mit Gottes Liebe. Aber das Evangelium, ich habe das vernommen und du hast es vernommen. Und wir sind gehorsam gegen die Wahrheit. Und das hat unser Herz gereinigt. Noch mehr hat uns ein neues Herz gegeben. Eine neue Seele. So eine Seele, unsere Seele gereinigt. Wie wir lesen. Und wir können lieben aus reinem Herzen. Da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe, so liebt einander mit Inbrunst. Nicht geheuchelte Liebe, nicht lieb sein. Weißt du, was Christsein heißt in der evangelikalen Welt? Es heißt nett sein. Du gehst nicht zu der Allianzsitzung und du bist nicht nett. Und weil du nicht nett bist, bist du lieblos. Lieblos ist ein
Spruch, den jeder klopft in der evangelikalen Welt. Aber Christsein ist nicht nett sein. Christsein ist nicht diplomatisch sein. Christsein heißt zu lieben aus reinem Herzen. Mit einer gereinigten Seele. Fähig gemacht zur echten, ungeheuchelten Liebe. Ich finde das so toll an dem, was Paulus schreibt in 1. Timotheus 5. Timotheus war einen alten Mann nicht hart an, sondern, wie ist das Wort? Ja, ermahne. Ich habe gemeint, es war ermahne. Ermahne ihn als Vater. Ein Bruder hat mir geholfen, das zu verstehen. Wir haben geredet über unsere Beziehung zu unseren Ältesten und es ist in seiner Gemeinde, wo irgendwie die Ältesten, sie sind zufrieden, sie sind so bescheiden aber in ihren Ansprüchen. Sie sind bereit, eine Brotbrechengemeinschaft zu sein, bis sie sterben. Und darüber hinaus ist die Gemeinde nicht viel mehr. Und wie geht man um mit solchen Ältesten? Wenn man vorwärts kommen will, wenn man die Welt erreichen will, wenn man wirklich eine lebendige Gemeinde sehen will. Das war unser Problem. Und dann, einer der Brüder hat gesagt, wisst ihr, der Mann, der mir am meisten geholfen hat in meinem Leben, er war mein Vater. Und weißt du, mein Vater ist einer von diesen Ältesten. Und ich habe gelernt, in diesen Ältesten meinen Vater zu sehen. Hast du das gelernt? Selbst in einer, der irgendwie wie berufene Hindernis agiert und fungiert in der Gemeinde? Deinen Vater zu sehen in ihm? Und die jungen Männer, sagt es zu Timotheus, das sind deine Brüder. Und die älteren Frauen, das sind deine Mütter. Und die jüngeren Frauen, das sind deine Schwestern. Und pass auf, Timotheus, in aller Keuschheit, sagt er. Pass auf, wie du denkst über deine junge Schwester, Timotheus. Eine Familie. Ist das nicht gewaltig? Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Du in deiner Beschaffenheit, in jeder Zelle deines neuen Körpers, den du eines Tages bekommst bei der Entrückung, ist Gottes Erbanlage. Wahrheit und Gerechtigkeit und Liebe. Oh, ich weiß, du und ich, wir tragen immer noch gewisse Erinnerungen an dieser alte Mensch. Okay. Aber wenn jemand in Christo ist, da ist ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Daher urteilen wir, erkennen wir niemand nach dem Fleische. Selbst wenn wir Christus nach dem Fleische erkannt haben, kennen wir ihn nicht so mehr. Kinder Gottes, gereinigt, fähig gemacht. Und es gibt nur einen Befehl in diesem zweiten halben Kapitel, und das ist das folgende. Liebet einander mit Inbrunst. Gereinigte Herzen, gereinigte Seele. Wenn wir eine Familie sind, ist es uns bewusst, dass wir zueinander gehören. Was sind die Haupthindernisse, dass wir diese Gemeinschaft, dass wir dieses Familienleben gemeinsam in den Zusammenkünften und im Allgemeinen dem Gemeindeleben erleben? Was sind die Haupthindernisse zu einer Atmosphäre von inbrünstiger Liebe? Kapitel 2, Vers 1. Leg nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr durch dieselbe wachset zur Errettung, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Haupthindernisse, Bosheit.
Wort, das man unter Christen gar nicht so nennen musste eigentlich. Muss man doch nennen mit Namen. Legt es ab. Und trug. Denk an das Wort, das Paulus-Wort, dass wir die Lüge ablegen sollen. Epheser Kapitel 4. Wir sind neue Menschen, sagte er, Vers 22 bis 24. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Ihr habt die Lüge, eigentlich, Lüge ist ein bisschen zu hart übersetzt. Das Pseudo wäre eine gute Übersetzung hier. Manchmal ein bisschen so Pseudo miteinander. Man vermittelt Eindrücke, die gar nicht wahr sind. Legt den Trug ab. Ob es anders in deiner Beziehung mit Gott. Johannes schreibt, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir gehört haben mit Ohren, was unsere Hände betastet haben, verkündigen wir euch. Was wir erfahren haben vom Wort des Lebens, auf dass ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn jemand sagt, er habe nicht gesündigt, dann lügt er und tut nicht die Gemeinschaft. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft, so reinigt er uns mit seinem Blut von allen Sünden und wir haben Gemeinschaft miteinander. Weißt du, ganz ehrlich gesagt, warum ich glaube, dass es so wenig Gemeinschaft gibt, selbst in christlichen Gemeinden? Weil wir nicht ehrlich und echt sind, weder mit Gott noch miteinander. So oft singen wir mit lauter Stimmen Lügen über uns selbst. Das sind Pseudo. Wie geht's dir? Fragte ich einen Bruder. Er war damals charismatisch, jetzt ist er nicht mehr. Er sagte, hervorragend! Oh, ich war geschockt. Die Antwort habe ich nie gehört. Weißt du, diese Leute können dich überwältigen mit ihrem sprudelnden Lesen. Und ich habe ein bisschen noch nachgefragt. Ich sagte, ja Gernot, wie ist das? Und das und das. Und in 5 Minuten war er in Tränen. Ihm ging es so dreckig. Aber er sagte vor 5 Minuten, hervorragend. Wie geht's dir? Manchmal sagen die Leute in der Versammlung Danke. Man erwartet keine Antwort. Man lebt hinter einer Maske. Man ist einfach, wie es mir geht, das ist Privatsphäre. Du hast kein Recht, mich zu fragen, wie es mir wirklich geht. Oh, wirklich? Sind wir nicht Glieder voneinander? Voraussetzung zur echten Gemeinschaft mit Gott und mit den Geschwistern ist zu wandeln im Licht. In einer realen Beziehung mit Gott, wo ich Sünde mit Namen nenne, wo ich mit dem Vorsatz lebe, Sünde zu meiden und Gott und im Licht zu wandeln mit Gott. Heuchelei. Legt ab die Heuchelei, hinter einer Maske reden. Oh, wie viel Drama findet unter uns statt. Wir wollten eine Freizeit machen zusammen mit einer anderen Gemeinde. Ein Bruder von einer Brüderversammlung kommen sollte aus der Bundesrepublik und reden zu uns. Und dann einer der Brüder sagte, nein, das geht nicht. Denn in diese Gemeinden da oben, die haben Homöopathie und sie haben, und viele der Brüder, die rauchen Zigaretten. Ich dachte, na Mann. Hier ist wirklich ein Bruder, der redet mit Vollmacht. Ein lieber Kerl. Ein lieber Mann Gottes, ein alter Mann Gottes, und man kann ihn nicht einladen, denn manche seiner Kollegen sollen Homöopathie gutheißen und sie rauchen Zigaretten. So diese Kerle haben ihn geschrieben. Seine Antwort war bezeichnend. Er sagte, ich rauche nicht und von Homöopathie halte ich nichts, aber ich predige nicht gegen Rauchen und Homöopathie. Ich predige gegen deutsche Sünden, sagte er. Habsucht und Heuchelei. Das sind die deutschen Sünden. Das sind auch die amerikanischen. Habsucht
von Heuchelei. Wir projizieren etwas, was wir nicht sind. Manchmal ist es irgendwie, dass sogar die heiligsten Stunden könnten ein bisschen Theaterspielen sein. Was werden Sie denken, wenn ich diesen guten Vers sage, gell? Oder wie passt das dazu? Werden Sie beeindruckt sein? Oh, ich weiß, manche von uns hochgelehrte Geschwister wissen, dass die Bergpredigt nicht für uns ist, aber nur als Beispiel. Jesus hat gesagt, dass wir unsere Gerechtigkeiten, das heißt unsere geistlichen Übungen, unsere Religion vor den Menschen nicht praktizieren sollen, von ihnen gesehen zu werden. Wenn ihr betet, tut es nicht wie die Heuchler, sagte er. Weißt du, wie der Pharisäer gebetet hat? Der ist unterwegs, gell, zum Tempel. Und er steht da auf der Straße. Und er betet. Und die Leute denken, fantastisch, er ist so geistlich, er ist so heilig. Er kann nicht einmal warten, bis er zum Tempel kommt. Er muss hier auf der Straße beten. Und der Pharisäer denkt, das ist wirklich gewaltig, was ich mache. Ich weiß, ich erlege 2 Fliegen mit einem Schlag. Ich rede zu Gott und die ganzen Leute sind sehr beeindruckt von mir. Und Jesus sagt, es steht nicht nur auf der Straße, sondern auf der Ecke. Das ist wirklich vorteilhaft, denn dann gibt es 2 Straßen, gell? Und man steht da und betet, gell? Fantastisch. Wir lachen alle. Gott lacht nicht, wenn das bei uns vorkommt. Und wie wir Geld geben, und wie wir fasten, oder wie wir evangelisieren, und all diese Dinge. Warum ist es, dass die Atmosphäre der Liebe vielerorts getrübt ist? Ganz einfach, weil man liebt einander in Heuchelei. Oder man duldet das in verschiedenen Bereichen in unserem Leben. Heuchelei, Jesus sagt, es heißt in Matthäus Evangelium wiederum, Kapitel 23, ihr redet von den Heuchlern und er hat sie so charakterisiert. 23, Vers 23. Wehe euch, schriftgelehrte Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die krause Münze und den Anis und den Kümmel und habt die gewichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht oder Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen, blinde Leiter, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Betonung auf Lehren und Praktiken untergeordneter Rangordnung. Ich denke an eine Schwester, sie war eine furchtbare Vergangenheit. Furchtbar. Sie ist mit, er war 45, er war 50, ich weiß nicht, hat sie sich bekehrt. Weißt du, meine Täuferlinge, kannst du dich erinnern? Ja, Pfui-Teifi. Bei ihrer Taufe, da war das Wasser so kalt, dass sie sprang aus dem Wasser, sie sagte, Pfui-Teifi. Ganz eine wilde Hinne. Aber wenn du siehst, was der Herr Jesus in ihrem Leben getan hat, ist es wirklich ein Phänomen, gell? Ein Bruder kommt vom Ausland, ist in der Gemeinde, ihr Rock ist ein bisschen zu kurz. Oh, er regt sich auf. Das ist das Thema für Mittagessen. Gebratene Erike hat man zum Mittagessen gehabt. Und das war furchtbar, weißt du, ich denke, ja natürlich ist es uns ein Anliegen, dass man in diesen Dingen Fortschritte macht, aber wie traurig ist es, wenn man sowas betont, zur Vernachlässigung von anderen Dingen. Wenn man nicht einmal die Zeit nimmt zu erkündigen, woher sie gekommen ist und wie ihr Flugbahn ist. Wisst ihr, das ist das Essenz von Heuchelei. Ist die Betonung von Nebensächlichkeiten auf Kosten von erstrangigen Dingen, wo man duldet Weltlichkeit, in furchtbarer Habsucht und Eigenwillen und und Egoismus, solange die Kleidung
Haartracht und all diese Dinge stimmen, wenn man nicht auffällt, Freunde, das ist Pharisäertum. Heuchelei, Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrten, Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voll von Raub und Unenthaltsamkeit. Blinde Pharisäer, reinigt zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, auf dass euch das Auswendige derselbe rein werde. Die Betonung von Äußerlichkeiten, von Formalismus und das Dulden von schlimmen Dingen im Leben. Formalismus ist so betrügerisch. Man meint, wenn man gewisse Dinge entspricht und gewisse Methoden hat, dass man dann das erfüllt hat. Weißt du, wir haben eine tiefe Not in unseren Gemeinden. Und das ist, dass wir echt sind. Dass wir aufrichtig sind. Dass wir sagen, was wir denken, und wir sagen es in Liebe. Eine Geschichte, ich meine, ihr habt heute das Murmeltier gehört, dann könnt ihr noch eine Geschichte hören heute Abend. Es heißt, das kahle, unbehaarte Pferd. Es ist eine Geschichte über, wie man echt werden kann. Darf ich das vorlesen? Meine Übersetzung zumindest. Das kahle, unbehaarte Pferd hatte länger in der Kinderstube als alle anderen Spielzeuge gelebt. Es war so alt, dass sein braunes Fell fleckenweise unbehaart war. Die Nähte waren schon sichtbar und die Haare an seinem Schwanz waren schon zum großen Teil dem Perlenkettenmachen zum Opfer gefallen. Er war sehr weise geworden, denn er hatte schon eine ganze Reihe mechanischer Spielzeuge erlebt. Sie rühmten sich und stolzierten herum, aber früher oder später brach ihre Haupttriebfeder und sie starben. Das Pferd wusste, sie waren schließlich nur Spielzeuge und würden niemals in etwas anderes verwandelt werden. Denn Kinderstuben sauber ist komisch und wunderbar. Und nur die Spielzeuge, die alt und weise und erfahren waren, wie das unbehaarte Pferd, verstehen sowas. Was ist echt sein? Fragte der Hase eines Tages, als sie nebeneinander im Gitterbett lagen, bevor Nana hineinkam, um das Zimmer aufzuräumen. Bedeutet echt sein, dass etwas in dir brummt oder dass du einen Griff hast? Echt sein ist nicht, wie man gebaut ist, erwiderte das unbehaarte Pferd. Es ist eine Sache, die mit dir geschieht. Wenn ein Kind dich wirklich für eine lange, lange Zeit liebt, nicht bloß, dass es gerne mit dir spielt, sondern dich wirklich liebt, dann wirst du real, dann wirst du echt. Schmerzt es? Fragt der Hase. Manchmal, sagte der Pferd, denn er sagt immer die Wahrheit. Wenn du echt bist, aber macht das dir nichts aus. Geschieht es alles auf einmal, wie wenn man dich aufdreht? Fragte er, oder Stück für Stück. Es passiert nicht plötzlich, sagte das unbehaarte Pferd. Es dauert eine lange Zeit. Daher geschieht es selten mit Leuten, die zerbrechlich sind oder scharfe Kanten haben oder mit Sorgfalt zu behandeln sind. Im Allgemeinen, bis dahin, wo du echt bist, der Großteil von deinen Haaren abgeliebt, deine Augen fallen heraus und du wirst in den Gelenken ganz locker und sehr dreckig sein. Aber das alles macht überhaupt nichts. Denn wenn du echt bist, kannst du nicht hässlich sein.
ausgenommen bei den Leuten, die nicht verstehen. Und das möchte ich wiederholen. Wenn du echt bist, kannst du nicht hässlich sein. Echt sein, einander zu lieben aus reinem Herzen, das ist nur möglich, wenn man geliebt ist und wenn man weiß, man ist geliebt. Wenn man weiß, dass man angenehm gemacht worden ist in den Geliebten, er liebt mich trotz meinen Sünden. Er liebt meine Sünden nicht. Er liebt vielleicht meinen Zustand in dem Moment nicht. Aber er liebt mich. Und er vergibt mir. Und wenn ich echt bin in seiner Gegenwart und ich nenne meine Sünden mit Namen und ich kehre meinen Sünden den Rücken aufrichtig mit dem Vorsatz, sie zu lassen, wenn ich echt bin mit ihm und ich weiß, dass er mich liebt, dann kann ich echt sein mit dir. Ein harter Prozess. Deine Haare werden abgelegt und deine Augen werden ausfallen. Du wirst an deinen Gelenken ganz locker werden, aber das macht nichts aus. Denn du kannst nicht hässlich sein, wenn du echt bist. Wisst ihr, ist das nicht wunderbar? Das ist, wie Gott von uns denkt. Sieht er uns als hässlich? Nein. Wir sind angenehm in dem Geliebten. Und wenn jemand im Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Können wir das lernen zusammen? Willst du das lernen zusammen? Glaubst du wirklich, dass, wenn ich Gottes Kind bin, ich bin dein Bruder? Glaubst du, wenn ich Gottes Kind bin, dass Gottes Erbanlage in mir ist, das, was ich bin, ja, von deinen Augen her gesehen, das wird immer weniger schön. Nicht, dass ich einen Anlauf von Schönheit hatte. Ich habe niemals gefragt, Spieglein, Spieglein an der Wand. Die Frage wird mir nie eingefallen. Ich tue mich sehr ungern rasieren. Ich muss das Gesicht wiederum anschauen. Aber weißt du, obwohl mein Haar fällt aus und es ist wiederum Zeit zum Ölwechsel und all das, weißt du, glaubst du wirklich, dass wenn Jesus kommt, ich bin schön? Bist du bereit, mich zu betrachten im Hinblick auf das, was Gott aus mir machen wird? Was Gott aus mir allmählich macht? Wo wirst du deine Aufmerksamkeit lenken? Auf die Fehler, die du an mich siehst? Oder das, was Christus zumindest ansatzmäßig bis jetzt in mir hat getan? Oh, liebe Geschwister, wenn ich lerne, euch so zu sehen, wenn wir lernen, einander zu sehen, und in der alten Frau, die immer einschläft, während die deiner predigt, das ist deine Mutter. Und dem jungen Bruder, der immer wieder ein Blödsinn sagt, er bringt es über das Herz wiederum, das ist dein Bruder. Und wenn wir lernen, einfach echt zu sein, einander zu lieben aus reinem Herzen, ja, es gibt keinen anderen Weg. Aber es gibt andere Hindernisse. Das nächste ist üble Nachreden, wie 1. Petrus sagt. Ein Reisebruder hat mit mir ein gutes Verhältnis und weißt du, was schwierig ist für mich? Je tiefer unser Verhältnis, desto mehr Freimütigkeit er spürt, mich zu belasten mit den negativen Einzelheiten über viele Christen, die ich bisher respektiert habe. Ich weiß nicht, ob das dir je passiert ist. Jemand, der sehr viel weiß, gell? Der weiß sehr viel. Sehr viel seelsorgerliche Gespräche. Und ja, Freddy kann dir vertrauen. Und weißt du, du bist weißt du, und man kann das irgendwie ein bisschen mit dem Gebetsanliegen ein bisschen auch heiligen. Die Weitergabe der Information.
Oder man kann es so sagen, weißt du, es ist ganz ein lieber Bruder, es ist dem Herrn wirklich hingegeben, aber. Und mit den 4 Buchstaben, A, B, E, R, hast du alles kaputt gemacht, was du vorher gesagt hast. Denn du wolltest nicht wirklich sagen, nur, er ist ein lieber Bruder, und er ist dem Herrn wirklich hingegeben. Du hattest es eigentlich vor zu sagen, was nach dem Aber geschieht. So vergessen wir den ersten Teil und den Aber und sag mir, was du denkst. Das ist ein linker Hund. Aber das ist dein Bruder. Und hast du ihm bei Gelegenheit gesagt, er ist ein linker Hund? Oder meinst du, dass ich das besser verkraften kann als er? Und das belastet meine Beziehung zu ihm nicht. Und wenn ich höre ihn aufstehen in der Gemeinde und ihm sagen, wie sehr er Jesus liebt, dass ich Schwierigkeiten mit meinen Gedanken habe, wie kann er so beten und er hat das in seinem Leben? Weißt du, was du getan hast, lieber Bruder? Du hast die Atmosphäre der Liebe in der Versammlung wirklich massiv behindert. Ich habe eine Empfehlung gemacht an meine lieben Brüder hier im CLV Verlag in Bielefeld. Ich habe einige Vorschläge gemacht, auf einige sind sie eingegangen. Und 2 waren die Autobiografien von Robert Cleaver Chapman von Barnstable und Harold St. John. Und eines, was mich beeindruckte bei beiden Männern, war ihre Haltung zu üblen Nachrede. Das ist fantastisch. Harold St. John zitiert 1. Korinther Kapitel 1, und wo Paulus tadelt Korinth. Aber er zitiert seine Quelle. Ich tue das wirklich regelmäßig. Jemand vertraut mir was an. Weißt du, Fred, du solltest reden mit dem. Ich sagte, ja gut, ich darf dich dann zitieren, oder? Oh nein. Sag ihm nicht, dass ich das dich gesagt habe. Immer wieder kommt es, Fred, du darfst niemand sagen, dass ich dir gesagt habe, aber dann sag mir nicht bitte. Wenn ich dich nicht zitieren kann, mit Ort und Ortsangabe und Zeit, dann du kannst mir das nicht sagen. Das habe ich gelernt von Harold St. John. Das ist so wichtig. Das ist schwierig für mich. Du sagst, der Fred ist wirklich freimütig. Es ist sehr schwierig für mich, zu einem Bruder zu gehen und sagen, weißt du, das, was du gesagt hast an dem und dem Abend, ich bin drauf gekommen, das stimmt nicht, Bruder. Es ist viel leichter für mich zu gehen zu Wolfgang und sagen, stell dir vor, Wolfgang, der Bruder X hat mir gesagt, und ich weiß, es ist eine belegte Tatsache, er hat es nicht getan, was er gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Viel leichter, als über mein Herz zu bringen, zu dem Bruder zu gehen und sagen, du hast hier ein Problem und ich möchte mit dir darüber reden. Aber was ich tue, ist äußerst unfair. Ich gebe ihm keine Chance, klärende Tatsachen herbeizuführen oder etwas, was ich missverstanden habe. Die Liebe glaubt alles. Das heißt nicht, dass sie leichtgläubig ist. Das heißt, dass sie bereit ist, dem Objekt der Liebe einen Vertrauensvorschuss zu geben, zu handeln, als ob er schuldlos wäre, bis er schuldig erklärt wird. Weißt du, das Gericht in der Bundesrepublik ist mehr liebevoll als manche Christen? Weißt du das? Jemand hat eine Schwester belastet bei Robert Cleaver Chapman. Er hat sein Hut und sein Mantel genommen und die Frau ihr Mantel genommen. Er sagte, ja, kommen Sie mit. Sie sagte, wieso, warum gehen wir? Sie sagte, es ist so furchtbar, was Sie mich berichtet haben. Wir müssen diese liebe Schwester besuchen zusammen. Dazu war sie nicht geschickt. Aber sie hat wahrscheinlich gelernt, nicht mehr üble Nachreden zu betreiben. Kritikgeist. Einer hat Gene Gibson einmal gesagt, eine Frau ist zu ihm gekommen in sein Büro und sagte, weißt du, Gene, was meine Geistesgabe ist? Er sagte, ja, ich bin gespannt. Sie sagte, ich habe die Gabe der Kritik. Oh, sagte er. Die Gabe der Kritik. Ich kenne einige. Es ist eine ganze Bewegung unterwegs, weißt du? Die Leute, es gibt eine Zungenbewegung und auch eine Kritikbewegung. Die Leute kommen und sie hören die Predigt, ja, und sie sitzen da so heilig und sie gehen nach Hause und was essen sie zum Mittag? Gebratenen Prediger. Gabe der Kritik. Und dieses Wort aber, boah, das ist hoch in Kurs.
Aber. Und dann kommt Kritik. Ich habe das erlebt auf Konferenzen. Die häufige Fragen, ja, wie seht ihr das in Salzburger Lande? Steht der Bruder klar? Hast du das gehört? Ich habe gelesen das. Und weißt du, mir ist aufgefallen, dass manchmal, das ist alles, was geschieht an den Tischen, mancherorts. Diese Gespräche. Das erbaut mich nicht. Lass kein verderbtes Wort, das heißt, kein verdorbenes Wort, das ist das Wort in der griechischen Sprache für Obst, das verdorben ist auf dem Markt. Lass kein verfaultes Wort aus eurem Munde hervorgehen. Nein, nur das, was Gnade gibt, was erbaut. Wir sind ziemlich schnell hinaufgefahren von Österreich gestern. Wir wollten einen Tag verbringen mit Richard Müller. Und es war das große Risiko an der Autobahn wert. Bald einen halben Tag mit Richard Müller, das war gewaltig. Dann im Restaurant und dann in seinem Haus haben wir geredet über die Beziehung des Christen zum Gesetz Gottes. Mir war unwohl mit dem, was ich bis jetzt gehört habe und wie man über das Gesetz redet. Er aber auch. Wir haben geredet über den neuen und alten Bund, über das Gesetz Gottes. Wir waren erquickt, wir haben neue Dinge gesehen. Er hat neue Dinge gesehen. Er sagte auf einmal, nachdem wir sehr vertieft waren in unserem Gespräch, aber seien wir ganz ehrlich, Brüder, darüber werden wir wenig predigen. Er sagte, ihr wisst was unsere Predigt ist. Epheser Kapitel 1. Ich beuge meine Knie oder ich bete, dass er euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt in der Erkenntnis seiner selbst. Und dann der alte Bruder hat begonnen zu reden über wie wir Leute helfen wollen, Gott zu erkennen. Und nachdem wir dieses Thema abgeschlossen hatten, er sagte, Brüder, hilf mir. Er sagte, Fred, ich brauche Hilfe. Ich sagte, du brauchst Hilfe von mir? Du bist wirklich ein demütiger Bruder, dir das überhaupt zu sagen. Hilf mir. Wie können wir den Christen in den Versammlungen anspornen zu einem heiligen Leben aus Liebe zum Heilen? Oh, meine Güte. Gemeinschaft, das war Gemeinschaft. Man hat in Ohio, wo wir mit anderen mitarbeiten durften an die Gründung einer Gemeinde in der Nähe der Universität, bekehrten sich in etwa 4 Jahren etwa 600 Leute. Und das Lustige war, wir wohnten alle innerhalb etwa 1 Kilometer von der Uni. In jedem Haus waren mehrere Gläubige. Als ich Columbus verlassen habe, waren es nur etwa 250 Gläubige. Aber es war interessant. Denn wir haben wirklich betont die Wichtigkeit der stillen Zeit und das Wesen der Gemeinschaft. Das war sehr hoch im Kurs bei uns. So, du gehst aus der Tür und in 10 Meter begegnest du einen Bruder. Weißt du, was er fragte in Columbus, Ohio? Was hast du bekommen heute Morgen? Ja, heute Morgen war es ziemlich mager. Möchtest du hören, was ich bekommen habe? Ja. Also ich war ein Hiob heute, weil ich lese Hiob. Und es ist gekommen mit Hiob. Boah. Bewegt. Und dann um die Ecke und da ist eine Schwester und guten Tag, wie geht's dir? Ja, weißt du, was passierte gestern? Einer hat sich bekehrt in diese Studentenheim. Fantastisch, wir haben alle gebetet. Preis den Herrn. Und dann rundest du die Ecke und da ist noch ein Bruder. Was hast du bekommen heute Morgen? Ich weiß nicht, aber ich sage dir, was Karl bekommen hat. Boah, in Hiob, das war fantastisch. Ich sage dir, ich habe das selbst in Salzburger Land nicht erlebt, was ich erlebt in Ohio. Wir waren wirklich ein Herz und eine Seele. Das war so normal, sich auf der Straße zu begegnen und die Frage zu stellen, was hast du bekommen? Denn man erwartete etwas von Gott. Ich sage euch, das Brechen des Brotes, obwohl ich vielleicht mehr den Herrn Jesus in seiner Person im Mittelpunkt tun würde, als wir damals. Das war lebhaft. Das war lebendig, das war voller Liebe. Aber darf ich fragen morgen in der Früh, was du bekommen hast?
Das ist eine wesentliche Frage, nicht wahr? Die Ältesten der Versammlung, aus der ich komme, in Fairhaven Bible Chapel, sind draufgekommen, dass viele Brüder bei ihnen die Bibel lesen, aber sie bekommen nichts. Sie lesen es, ja. Die haben stille Zeit lange betont und die Brüder in allgemein, die Schwestern lesen die Bibel, aber sinnvolle, praktische Anwendungen, das war ziemlich mager. So die Ältesten begannen sich zu treffen, einmal in der Woche, in der Früh, um 6 in der Früh. Und um 6 in der Früh war die Frage da, Brüder, was habt ihr heute Morgen bekommen? Und sie haben es mitgetan. Und die Ältesten treffen sich mit verheißungsvollen Brüdern. Und die Frauen der Ältesten mit verheißungsvollen Schwestern. Und man trifft sich, ist ganz lustig. Ich war in einem Restaurant um 6 in der Früh. Das gibt es in Amerika, gell? Das ist ein Vorteil. Und ich war in diesem Restaurant, ich habe meine Pfannkuchen gegessen und es waren 6 Brüder da drinnen. Und sie haben stille Zeit gemacht und ausgetauscht, was sie schon in der Früh bekommen haben, um 6 in der Früh. Es gibt Realität in der Gemeinde. Dieses Jahr schon bis jetzt 38 Bekehrungen, getauft, aufgenommen in der Gemeinde. Ich finde das gut, oder? 38 dieses Jahr. Der Herr wirkt. Er kann nicht anders als wirken, wenn Leute sein Angesicht suchen und beten. Jede Woche treffen sie sich samstags in der Früh. Seit 3,5 Jahren. Keinen Sabbatstag ausgelassen. 6 in der Früh zum Gebet für Erneuerung der Gemeinde. So wichtig, wenn wir sagen, nicht, weißt du, ich denke an das Lied, Entschuldigung, Simon & Garfunkel, fällt mir gerade ein, I am a rock, I am an island. Ich bin ein Fels, ich bin eine Insel. Ich brauche niemanden sonst. Ich habe keine Gefühle. Ich bin hart und ich bleibe hart. Ich habe wirklich den Eindruck, wenn du mich fragst über gewisse Geschwister, ich könnte dir nichts sagen. Denn sie teilen sich nicht mit. Es geht mir nicht an, wie es ihnen geht. Ein Bruder aus einer Versammlung hier oben hat Michael O'Shea gefragt in St. Johann, er sagte, gibt es einen Bruder, mit dem du wirklich beten kannst, dem du alles sagen kannst, mit dem du mitkämpfen kannst? Und Michael O'Shea sagt, es gibt 4 Brüder, mit denen ich das kann. Und das sind meine Mitältesten in der Gemeinde in St. Johann. Wir lieben einander und wir sagen einander alles. Oh, ich sage dir, Michael hat eine sehr sichere Umgebung für sein christliches Leben. Und Michael erbaut die anderen Brüder und wird von ihnen erbaut. Und das ist eine gute Ausgangsbasis für Liebe in der Versammlung. Gemeinschaft. Geschwister, wenn wir an Gemeinschaft denken, in manchen Kreisen denken wir an die Einheit des Leibes und wie wir das ausdrücken durch Absonderung vom Bösen. Ich frage mich wirklich, ob wir das nicht überbetont haben. Ich frage mich wirklich, ob wir nicht gelernt haben, das Böse in meinem Bruder zu suchen, sondern das, was Christus ähnlich ist. Wenn einer kommt zu der Gemeinde, sind wir nicht einladend, sind wir eher im Abwehr. Stattdessen, dass wir sagen, wir sind sehr froh, dass du da heute bist, was du zu uns gekommen bist. Man könnte eigentlich sagen, was man denkt, dein Kommen wirft gewisse Fragen auf. Ist das richtig? Ist Einheit des Leibes nicht in Einklang zu bringen mit Einheit des Geistes? In manchen Kreisen, wo man Einheit des Leibes betont, ist die Gesinnung verbunden oder fördernd für Einheit des Geistes oder die Bewahrung von Einheit des Geistes nicht vorhanden. Ein würdiger Wandel bewahrt die gottgeschenkte Einheit. Und der würdige Wandel ist von Paulus so beschrieben: in aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band der Liebe. Sind wir in Abwehrhaltung?
Wir haben evangelisiert als junge Hupfer da in Ohio, in Plain City, Ohio. Und da sind viele Amish und Mennoniten in der Gegend. Und 12 Leute bekehrten sich auf diesem landwirtschaftlichen Ausstellung. Wir haben eine Musikgruppe gehabt und wir haben gepredigt. 12 Leute haben sich bekehrt. Das haben sie nie erlebt. 12 Leute haben sich bekehrt. Die ganzen Mennoniten waren außer sich geraten. Und sie haben mich eingeladen, zu reden über, wie man evangelisiert. Und das habe ich getan. Und die Brüder von Ohio, von Columbus, haben mitgeholfen. Und Leute haben sich wirklich bekehrt. Ein Friseur, oder sagen ein Barber, als einer, der tut nicht so genau, schneidet, nimmt sein Ding, und dann bist du geschafft, gell? Es ist billiger, aber weißt du, sieht auch so aus. Aber er war ein Barber. Und er hat 2 Klienten zum Herrn geführt. Er hat niemand jemals zum Herrn geführt. Der war außer sich vor Freude. Und dann war die Frage, wie gliedern wir die Leute in unsere Gemeinde? Und dann beginnen die Probleme, denn sie sind conservative Mennonites. Naja, man muss etwas unterschreiben. Man braucht eine Kopfbedeckung als Frau, aber nicht nur beim Gebet oder bei den Zusammenkünften, sondern immer. Und es muss eine bestimmte Art von Kopfbedeckung sein. Und der Rock nicht über, ich glaube, 6 Inches unter dem Knie. Und kein Fernseher, sowieso, kein Kino. 12 Regeln. Und weißt du was? Ihr Anliegen war, die Welt aus der Versammlung zu halten. Und sie trieben die Babychristen zurück in die Welt. Mit ihrer missverstandenen Heiligung. Mit ihrer Abwehrhaltung. Mit ihrer Absonderung vom Bösen. Ist das schriftgemäß? Ich war in einer Gemeinde, ich habe ein Empfehlungsschreiben gebeten. Ich und mein Begleiter haben ein Empfehlungsschreiben hinausgeschickt, damit es besprochen werden konnte in der Brüderstunde. Wir sind dann auf Dienste in dieser Stadt gewesen, haben evangelisiert und wollten am Sonntag bei den Geschwistern in Gemeinschaft sein. Geschwister von der Versammlung hatten uns besucht in Salzburg und wir nahmen an, dass wir auch sie besuchen könnten mit Empfehlungsschreiben. Man hat uns einfach gesagt, es tut uns leid, es geht nicht. Gut, so wir sind gekommen in die Versammlung. Und zum ersten Mal in meinem Leben saß ich da, ich möchte mein Empfinden mitteilen. Wie das war, in Gemeinschaft zu sein mit dem Herrn Jesus und zu sitzen und zu sehen Brot und Kelch auf dem Tisch und meine Geschwister um den Tisch versammelt. Das war toll. Sie sangen die gleichen Lieder, natürlich ein bisschen langsamer. Die Pausen zwischen den Beiträgen waren ein bisschen länger, aber das ist nicht wesentlich. Der Herr Jesus war wirklich im Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Die Versammlung hat so begonnen, Bruder X aus Osnabrück ist hier mit seiner Frau und wir wollen sie herzlich begrüßen und jetzt wollen wir ihr Brief lesen. Und ihr Brief hat abgesichert gegen alles außer der Republikanischen Partei, gegen weltliche Religionssystem, bezeichnenderweise nicht gegen die Welt selbst. Aber sie waren abgesichert gegen alles. Weißt du, die gewohnte Formulierung, ich weiß sie mittlerweile. Unser Brief wurde nicht vorgelesen. Man sang, man war begeistert an dem Tag vom Psalm 102. Das war irgendwie das Thema. Dann gingen wir nach Hause, wir besuchten einen Bruder, er hat das erklären wollen von der Brüderstunde aus, wieso wir nicht teilnehmen sollten. Er hat uns ausgefragt, wie habt ihr das in Salzburg? Wie habt ihr das in Salzburg? Warum liest ihr McIntosh so viel und Darby so wenig? McDonald zitiert Darby relativ wenig in seinen Büchern und diese ganzen Dinge zitiert McIntosh mehr und Kelly mehr und ganze Fragen und was würdet ihr tun, wenn einer ausgeschlossen wäre, wie würdet ihr vorgehen? Ich habe alle Fragen befriedigend beantworten können, bis auf ein paar
ein paar Fragen. Und dann sagte er, und wie hast du das empfunden heute Morgen, Fred, in unserer Versammlung? Oh, ich sagte, es war ähnlich wie bei uns. Und es war ein interessanter Text. Der Pelikan in der Wüste, die Eule alleine und alleine auf dem Dach. Und weißt du, wer das war? Das war ich, Brüder. Ich war die Pelikan in der Wüste. Ich war eine Eule ganz alleine auf dem Dach. Ich bin in Gemeinschaft mit Jesus Christus heute. Und die Symbole seines Todes sind an mir auf sehr geschickte Weise herumgereicht. Ich weiß nicht genau, wie er das anstellt hier. Aber das war bewunderungswert. Aber ich habe mich wirklich gefühlt in der Mitte meiner Geschwister wie ein Pelikan in der Wüste. Und ich will, dass du das weißt. Ja, sagte er. Aber du bist nicht nur irgendjemand, du bist Fred Colvin und irgendwie du stehst für eine ganze Bewegung. Er sagte, oh wirklich, ich war unter dem Eindruck, dass die Brüder am Ort verantwortlich waren. Sicherlich habe ich etwas das zu tun. Er sagte, ja, man muss wie in Apostelgeschichte Kapitel 11 einen wie Barnabas schicken, um dass man irgendwie beurteilen kann, ja, wie es um gewisse Dinge steht. Und ich sagte, ja, das ist ein tolles Kapitel. Ich bin froh, dass du das erwähnt hast. Apostelgeschichte 11, wo Barnabas kam nach Antiochien und er sagte, und als er die Gnade Gottes sah, nicht einmal Jerusalem, Freunde, nicht Antiochien bei Jerusalem, sondern bei dem Herrn, Freunde, das tun wir. Wir verharren bei dem Herrn. Ich möchte euch fragen, woher kam diese Handhabung? Ist das von Gott? Und woher hin ist vielerorts die Atmosphäre der Liebe gegangen, wenn man Geschwister von auswärts mit Abwehrhaltung betrachtet? Wenn jemand kommt in unsere Versammlung, weißt du, was wir tun sollen? Wir sollen natürlich erfahren, wer sie sind. Es wäre unhöflich, das nicht zu tun. Wir sind keine Kirche. Aber wir können das auf eine freundliche Weise tun. Wir können erfahren, laut ihrem Bekenntnis, und du kannst keine Herzensforschung betreiben, du bist kein katholischer Pfarrer. Kennst du den Herrn Jesus Christus? Kannst du mir erzählen, wann du zum Glauben gekommen bist? Bist du in einer Gemeinde? Wir wollen dir vorstellen, wo du herkommst. Es kann ganz natürlich sein. Und wir können die Leute willkommen heißen. Nehmen wir an, jemand kommt und er kommt nicht aus unseren Kreisen. Er kennt unsere Handhabung nicht. Was sollen wir tun? Sollen wir einfach sagen, 56? Was denkt er dann? Wir werden sagen, es ist ein großes Vorrecht wiederum heute Morgen unser Herrn zu gedenken beim Brechen des Brotes. Und wir haben einige Gäste unter uns heute, die bei uns noch nicht gewesen waren. Wir tun es so. Und in 3 Sätzen hast du es getan. Und wir freuen uns einfach, dass ihr da seid. Wir sollen schauen, dass sie zum Essen eingeladen werden. Weißt du, die 3 häufigsten Gründe, warum Menschen nicht zur Kirche gehen? 3 Dinge. Langweilige Predigt, wenig Freundlichkeit und wenig Einrichtungen für die Kinder. 2 Leute, warum Leute nicht in die Kirche oder zu Gemeinden gehen. Unausreichende Betreuung für Kinder, unausreichende oder schlechte Predigt und langweilig und wenig Freundlichkeit. Wir haben viele von uns gehört von Nico und dem Murmeltier heute und von der Atmosphäre der Hütte, wo viele Kinder Babychristen sind. Ich rede heute Abend wirklich nicht als Richter. Ich bin wirklich auch irgendwie durchbohrt, wenn ich solche Verse lese wie Johannes Kapitel 1, wandeln im Lichte, die Wahrheit reden und so weiter. Aber ich glaube, es ist wie Andi sagte heute Abend eingangs.
Es geht darum, dass der Herr uns zerbricht. Es geht nicht darum, dass wir Leute verurteilen, die in Führungspositionen in unserer Gemeinde sind. Es geht darum, dass wir zerbrochen werden. Wir müssen zuerst im Klaren werden, dass wir nicht, in vielen Versammlungen, das Liebe herrscht nicht bei uns. Üble Nachrede, Heuchelei, Neid, alle möglichen Dinge haben den Heiligen Geist gedämpft und die Atmosphäre der Liebe gedämpft. Freunde, das ist eine sehr, sehr ernsthafte Sünde, die zu diesen Missständen geführt haben. Und sofern das passend ist in unserer Gemeinde, ist es nicht unsere Aufgabe jetzt zu deuten auf die Brüder auf der ersten Reihe. Es ist unsere Aufgabe, einen Kreis zu ziehen um uns und zu sagen, Herr, würdest du beginnen in diesem Kreis mit der geistlichen Erneuerung unserer Versammlung? Könnte ich den Ersten sein, der die Winde macht und beginnt wiederum aus reinem Herzen den Herrn zu lieben, den anderen zu lieben?